So, hallo, liebe Mitglieder, Freunde des Vereins und liebe Bekannte. Heute möchte ich euch eine Info mitgeben. Wir werden euch demnächst einladen zur Jahreshauptversammlung für dieses Jahr. Das ist ja jedes Jahr etwas, was immer stattfindet, wo wir euch Informationen geben zum Verein und wo auch alle 2 Jahre Vorstandsmitglieder neu gewählt werden. Das hatten wir letztes Jahr erst. Auch ich habe mich da wieder für 2 weitere Jahre aufstellen lassen. Nun ist es so, dass aktuell die ganzen Projekte, die wir haben, sehr fordernd sind. Nicht nur aktuell, sondern auch schon die letzten Jahre. Das wissen wir. Und ohne dass wir so ein wahnsinnig starkes Team im Vorstand, aber auch drumherum mit den Orga-Mitgliedern haben und auch mit allen Volunteers, ist vieles von dem, was wir überhaupt machen im Verein, gar nicht erst möglich. Trotzdem ist jeder von uns sehr herausgefordert und das merke ich auch persönlich in meinem Leben mit dem Einstieg in das Berufsleben in Vollzeit ist vieles schwieriger geworden, als es vielleicht noch 2021 während der Pandemie war. Und ich merke zunehmend, dass einige der Projekte, die wir vorhaben, uns vornehmen, zunehmend schwieriger zu bewältigen werden. Und auch, dass die viele Arbeit, die jetzt nunmehr im Verein seit 4 Jahren und für mich persönlich ja seit 8 Jahren mit eSports Cologne läuft, etwas ist, was auch seinen Zoll hat, sowohl körperlich als auch mental. Und ich habe für mich selber entschieden, tatsächlich hier eine Pause zu machen. Und in diesem Jahr bei der Jahreshauptversammlung werde ich quasi ein Jahr früher als ursprünglich von der gewählten Legislatur geplant mein Vorstandsamt niederlegen. Das heißt also, wir werden, obwohl es eigentlich nicht vorgesehen ist, dieses Jahr trotzdem wieder eine Vorstandswahl haben. Das heißt, meine Position wird neu besetzt werden. Wir werden also dort wählen. Es werden sich Personen hoffentlich aufstellen. Und je nachdem, ob es nun eine Person aus dem schon vorhandenen Vorstand ist, die in meine Position reinrückt, oder eine neue Person, muss ja auch bei ersterem Fall diese ursprüngliche Position neu besetzt werden. Das wird alles also sehr spannend und ich möchte gerne alle, die jetzt hier das Video schauen, dazu bewegen, alle Mitglieder dort teilzunehmen und auch sich selbst zu überlegen, ob sie Lust haben, vielleicht Verantwortung zu übernehmen, dazu zu kommen. Und ich glaube auch, dass es jetzt an der richtigen Zeit ist, für uns als Verein Neues zuzulassen, neue Ideen zuzulassen, neue Visionen zuzulassen. Nach 4 Jahren sollten auch die Mitglieder in der Lage sein, als Ganzes Personen hervorzubringen, die auch neuen und frischen Wind und neue Ideen in den Vorstand reintragen können. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir es schaffen, auch mit dem Abgang von meiner Position aus dem Vorstandsvorsitz, danach mit einem sehr starken eSports Cologne e.V., mit einem Verein hervorzukommen, der genauso wie jetzt auch an der Spitze der deutschen eSport-Vereine mitspielt und dort auch sich festigt und weiterhin aufblüht und lebt. Das ist mein Wunsch und ich hoffe, dass ihr alle meine Entscheidung respektiert. Das ist mir durchaus nicht leicht gefallen. Es ist ja im Grunde, genauso wie bei vielen Gründungsmitgliedern von 2020, mein Baby und ich möchte auch, dass es dem Verein gut geht und ich werde auch, und damit das nicht falsch verstanden wird, natürlich weiter im Verein bleiben. Ich werde mal die Perspektive genießen eines Mitglieds, das nicht im Vorstand aktiv ist. Und ich möchte also dementsprechend nur ein bisschen Verantwortung für mein Privatleben abgeben, um neue Projekte zuzulassen. Und bin aber auch trotzdem total an Bord, wenn es darum geht, weiterhin einen Übergang zu schaffen, Hinweise zu geben, Türen zu öffnen, mein Netzwerk zu nutzen. Aber ich glaube auch, dass es eine richtig gute Entscheidung sein kann, wenn jetzt viele von euch mal einen Gedanken durchspielen, ob sie vielleicht auch sich in so einer Rolle mal sehen könnten. Ich weiß, das ist etwas, was der Vorstand mit der Arbeit, die sie auch immer reinstecken, die durchaus auch allein quantitativ sehr, sehr viel sein kann und oft auch ist, eine große Abschreckungswirkung haben können. Trotzdem sind wir auch damals, als wir den Verein gegründet haben, nicht bekannt gewesen in der E-Sport-Szene. Wir hatten keine Ahnung, wie man einen Verein macht. Wir hatten keine Ahnung, wie so ein Projekt läuft. Wir haben uns das einfach aufgebaut nach unserem Gusto
Und bislang hat es immer noch funktioniert. Der Költe sagt, hat Jod Jange. Und ich glaube aber auch, dass dementsprechend, und ich habe da sehr viele Leute schon in meinem Kopf, von denen ich mir sehr gut vorstellen kann, dass sie auch für so eine Rolle total gut geeignet wären. Wir werden mit Leuten in Kontakt treten, aber scheut euch bitte nicht, wenn ihr Fragen dazu habt oder auch Interesse, da mal nachzufragen, nachzuhorchen, was es damit auf sich hat, einfach euch bei uns zu melden, egal wem im Vorstand. Wir sind ganz offen, aber wir möchten euch natürlich darüber informieren, dass es dieses Jahr nicht wie geplant trotzdem eine Wahl im Vorstand oder um eine Vorstandsposition vielleicht auch 2 geben wird. 2 in dem Sinne, dass falls eine Person aus dem Vorstand aufrückt und wir die andere Position neu besetzen müssen, also da bitte keinen Schreck bekommen. Das ist etwas, was ich euch gerne erzählen möchte und muss und mich verpflichtet fühle. Und damit ihr euch also nicht wundert, wenn die Agenda der Jahreshauptversammlung in diesem Jahr kommt, dass dort auch ein Punkt stehen wird, Wahl des Vorstands. In dem Sinne, wenn es dazu Fragen gibt, auch mich persönlich betreffend, kommt gerne auf mich zu. Ich bin offen für DMs und für persönliche Gespräche. Und dann in dem Sinne sehen wir uns sehr gerne beim Stammtisch auf ein leckeres Bierchen oder auch ein alkoholfreies. Bis dann.